Ich stelle dir die Erweiterung Ordentliche Dateinamen von der Aktur Nummer 2 vor. Du findest sie auch im Contao Manager unter dem Namen Contao Proper Filenames. Mit dieser Erweiterung werden beim Upload von Dateien entsprechende Sonderzeichen ersetzt und so die Dateien besser lesbar im System abgelegt. Außerdem funktioniert das Ganze auch beim Upload von Formularen aus dem Frontend. Sehen wir uns die ganze Konfiguration mal im System an. Zunächst ist es so, du kennst das vielleicht, wenn du eine Datei hochlädst, dann landet die Datei zum Beispiel wie diese hier mit Leerzeichen und Umlauten hier im Dateimanager. In der Regel möchten wir allerdings Dateien ohne Leerzeichen und wir möchten auch keine Umlaute wie Ö oder Ü darin enthalten haben. Und um das eben jetzt zu erreichen, können wir die Konfiguration anpassen. Dazu gehe ich zunächst unter System Einstellungen. Hier wechseln wir in den Bereich Datei Uploads und finden hier eine neue Einstellung, und zwar die Checkbox Dateinamen auf Sonderzeichen prüfen. Diese Funktion aktivieren wir jetzt und wir können unser Namensschema vorgeben. Wir können wählen zwischen diesen 4 Optionen. Ich finde am schönsten, dass es eben nur ASCII-Zeichen und Kleinbuchstaben gibt und ich konvertiere in die Lokalisierung Deutsch. Und bei Bedarf kannst du auch noch einstellen, dass die Dateinamen nicht gekürzt werden, ansonsten wird nach 32 Zeichen abgeschnitten. Ich lasse die Konfiguration jetzt mal so und wir speichern das Ganze. Nun kann ich jetzt einen Upload durchführen, das heißt, ich wähle nochmal eine Datei und lasse die hier bei Bilder hineinfallen. Nach dem Upload wird jetzt eben der Dateiname automatisch korrigiert, das heißt, ich habe jetzt statt Leerzeichen Bindestriche, die ganze Datei ist klein geschrieben und die Umlaute wie Ä oder ß werden eben durch AE und Doppel-S ersetzt. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, einzelne Ordner aus dieser Funktion auszunehmen. Wenn ich zum Beispiel meine CSS-Dateien oder mein ganzes Theme hier nicht behandeln möchte, dann gehe ich hier auf diese Optionen und lege fest, dass eben Dateinamen nicht geprüft werden. Und wenn ich in diesem Bereich jetzt eine Datei hochladen würde, dann käme es eben nicht zu diesen Anpassungen. Wenn du jetzt viele Dateien schon auf deinem System hast und möchtest diese alle noch einmal korrigieren, dann kannst du dir auch die Konsole zur Hilfe nehmen, wie es hier in der Dokumentation steht, und zwar kannst du mit dem Befehl Contao Proper Filenames Center Size My Folder, damit kannst du eben auch im Nachgang nochmal bestimmte Dateien anpassen und normalisieren lassen. Wichtig, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Dateien auch mit der Datenbank synchronisiert sind. So viel zur Erweiterung Ordentliche Dateinamen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr Erweiterungen sehen möchtest, dann hinterlasse mir einen Like und wir sehen uns beim nächsten Video.